Und Hallihallo zurück bei Final Fantasy XVI, Episode 21. Und wir sind jetzt hier im Versteck wieder. Und jetzt werde ich erstmal die Nebenquests machen hier. He's never this late. I can't help but fear the worst. Okay, erstmal muss ich mal hier hingehen, ob die was zu sagen hat. So, ja. Where are you, Randall? Is everything all right? Forgive me, young man. I was in a world of my own. I'm worried about my friend, you see. He left some time ago and hasn't returned. And you know what it's like out there for a bearer on his own. Why leave the safety of the hideaway? For coin. Sad though it is, our need outweighs the risk. The hideaway can't survive on goodwill alone. And though Karen does what she can, her coffers aren't bottomless. Wait. You were a soldier, were you not? In the Imperial Army? I was. Then might I ask a favour of you? I'm too old to be traipsing hither and yon. Will you go and find him for me? Na klar. I'll do what I can. Oh, thank you. What can you tell me about your friend? His name is Randall, and I suspect you'll find him in Lost Wing. He's been working for Quinton, the tavern keeper. He'll know something, I'm sure. I'll speak to him. Safe travels, my friend. And thank you again. Auftrag angenommen. Für eine Handvoll Gil. Randall went off to Lost Wing on a job. Portering, I believe. I expect the tavern keeper will know more. Ich finde das ja, ich muss sagen, so Nebenquests in Rollenspielen, dass man einfach mal der Hauptstory nicht folgt. Ich liebe das ja. Und seien die Nebenaufgaben noch so generisch und austauschbar. What happened? Is everything all right? No. No, it's not. So gone. The letter. No, 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 no. Oh, please, no. Dass man einfach mal ein bisschen so rumdümpelt, so ein bisschen. There's a commotion in the main hall. Und einfach mal ein bisschen die Welt kennenlernt, so durch über die Menschen, die darin leben. Das finde ich schon ein bisschen lustig. Und dann sind das halt so belanglose Dinge teilweise, aber mich stört das nicht. Also in diesem Spiel stört es mich überhaupt nicht. You've lost a letter. Nothing too important, I hope. Not just a letter. I lost everything. There's a hole in my damn pack, and fool that I am, I didn't bloody notice. It can't be that bad, surely. How could it be any worse? I'm a courier. I carry things. If I can't do my job right, then what am I good for? Nothing, that's what. I buggered it right up. That means no herbs for the infirmary, and no fresh meat for our cooking pots. Worst of all, that letter I lost? It was for Sid. A letter he's been waiting on for days. Maybe if you retrace your steps. I'd scour Storm from coast to coast if I could, but there are curse breakers in the field, counting on my arrival. No, I'll just have to own up to Otto and Sid. They're gonna skin me alive. Fine. Tell me where to look. Are you serious? Thank you. It sounds like the hideaway could use those supplies. So, where should I start? Gotan's bales, perhaps? I took a tumble in the bushes when I was passing through. There's a chance my pack might have caught on something. If you can find everything I dropped, you'll be doing us all a favor. And if you can find Sid's letter, you'll be saving my life. If it's there, I'll find it. Wonderful. Now, I have to run if I'm to make my next delivery in time. I trust you can find your way to Gotan's bales. Oh, and hurry, will you? Sid doesn't like to be kept waiting. I'm sure he doesn't.
Auftrag verfolgen. The letter won't last very long out in the elements. I should make for Sandbreck as soon as I can. Ja, dass man einfach mal von der Weltenrettung absieht und einfach mal einen Brief suchen geht. Oder einen Typen, der verschwunden ist. Wie gehe ich hier auf die Weltkarte? So. Gehen wir erstmal hier hin. Den Randall suchen. Na, wie sieht's bei euch aus hier? That'll be enough for today. We don't need you risking the curse for a barrel of shag. But how did the grocer know his daughter had been stealing off to the vineyard to see the lad? There were purple handprints all over her skirts. Any friend of the innkeeper is a friend of mine. Was hat er denn hier alles? Das ist zu teuer. Löwenherztonikum. Grenzen sind da, um überschritten zu werden, doch zu wahren Heldentaten fehlt vielen der Mut. Glücklicherweise gibt es Mittel, die den Geist zu Höchstleistungen anspornen. Dieses Tonikum ist eins davon. Füllt die Limitrauschleiste für 30 Sekunden kontinuierlich auf. Okay. Kaufe ich einfach mal. Invictus. Keep fighting the good fight. Sun's setting fast. They'll all be back from the vineyard soon. Then I better go and give that stew a stir. There haven't been any surprises since your last visit. But we all know how fast that can change. So it took a tilt between the Wardens of Light and Dark to finally drive the Royalists from our shores. Pity it came at such a price. They say the fields of Belenus were black a full fortnight with all the ravens. Can I have another cup, Daddy? There'll be none left for me. So, hier ist natürlich alles so ein bisschen anders jetzt. How many have I had? wait, I don't want to know. Haben sich ein bisschen erholt hier von dem Schock. Oh. Hallo? Das habe ich letztes Mal schon gelesen, genau. Na dann. Ah, if it isn't Sid's young protege. To what do I owe the pleasure? I'm looking for a bearer called Randall. I hear he's been coming to you for work. He was expected back at the hideaway some time ago. A friend of his asked me to check on him. Randall, you say? The porter? Yes, I know him. And I can't say I'm surprised if he has been delayed. I gave him enough to do. Though, thinking about it, he should probably have been back by now. I'll go and look for him. Where was he headed? He was to meet an associate of mine to the south of here, on Lorbert's Pass. I do hope nothing's happened to him. Be sure to let me know, Clive. Lorbert's Pass is south of here. Good luck finding Randall. Oh, and take care. Okay, naja, ich überlege, ob ich jetzt mal ein bisschen hier rumgehe, mir ein paar Dialoge anhöre. I heard a barrel of Gotan gold will fetch a full talent in the Southern Isles. And who the hell do you know with a galley? Weil ich das ja selber interessant finde, wie die sich jetzt hier so ein bisschen wieder aufgerappelt haben. Kann ich hier hoch drüber springen? Nee, leider nicht. Master Quinton says we should build around the ruins as much as we're able. Says that they'll withstand any attack. Only problem is, it means living in a labyrinth.
Ne, da will ich nicht hoch. Ja, aber da muss ich auch sagen, dass mit den Leuten sprechen, das hätte ich cooler gefunden, wenn das so ein bisschen oldschooliger gewesen wäre, dass man einfach mit jedem einzeln sprechen kann und naja, dann halt einfach meinetwegen eine Textbox hat. Es muss ja nicht vertont sein, aber Rejoice, my children, for we are the chosen, blessed with the everlasting grace of the goddess. also ist man so ein bisschen verloren, habe ich das Gefühl, dass man zu jedem hinrennt und hofft, dass er was sagt und dann sagt er aber doch nichts. Sagt ihr was? Ne, er sagt auch nichts. So, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Dahinter. Mhm. Aber es war ja in Final Fantasy 13 schon so. Ich weiß nicht, wie es in 15 ist. Das habe ich ja nie gespielt. Aber in 13 war es ja auch so, dass man dann... You'll find naught but the humble dwellings of our good citizens down here, both bearer and otherwise. And there are some who might not appreciate an outsider poking his nose in. Ja, in 13 war es ja auch so, da hat man ja... I am sick of pretending to be a servant. Keep your voice down, unless you'd rather go back to being one. So, und die unterbrechen mich nämlich ständig, wenn ich selber reden will. Ich sagen wollte, in Final Fantasy 13 gab es ja auch nicht wirklich so eine klassischen Städte. Und da gab es auch bloß so Orte, an denen man war. Und da konnte man auch bloß so Dialoge... Next time you see a royalist, you fly up and peck his eyes out. Got it? Da gab es auch bloß so Dialoge, die man quasi so überhören konnte, bei denen man lauschen konnte bloß. This one will be my last. Das sagen sie alle. Aber wahrscheinlich werde ich jetzt auch keine neuen Items mehr hier finden. Und eigentlich kann ich auch mehr oder weniger beruhigt, getrost. Ja, eigentlich kann ich auch hier lang gehen. Genau, von hier kam ich ja sowieso. Ich wollte nochmal da in die Ecke gehen. Wenn schon, muss ich jetzt wirklich versuchen, mit allen Leuten zu reden. Oh, hier. Windmagie. The shad's all salted and smoked, but it'll be an age before the stink's gone from my skirts. But at least you'll have the Grimalkins to keep you company. Hey, Kolya. Did Master Quentin summon you? Man muss sich auch ein bisschen die Zeit nehmen, um hier mal ein bisschen die Zeit nehmen, um mal ja ein bisschen runterzukommen, was Entspanntes zu machen, ein bisschen die Welt genießen. Auch wenn ich hier erratisch hin und her renne, aber ja, sowas muss ja auch mal sein. So, jetzt muss ich mal schauen, komme ich da unten? Ne, da ist bloß
Da war ich glaube ich schon erst. Also gehe ich jetzt mal in die Richtung hier. In die Richtung der Mission. Hi. I heard from a couple of the bearers what you did to them royalists over at the care. Glad you're on our side. So. Hier waren wir schon gewesen, so wie es aussieht. Weil hier alles schon aufgedeckt ist. Aber es hat neue Items hierhin gespawnt. You all right? The hanged man. Thank the gods. You're one of us. We were attacked. Beastmen on the road. Randall knew he didn't play the hero, but the sod insisted on drawing him off. Where did this happen? Further down the road. In the clearing. Please. You have to see that he's safe. I'll do what I can. You go back to Lost Wing and tell Quentin what happened. The clearing where we were attacked. It's not far from here. Go! Find Randall! Okay. Goblins. Why am I not surprised? Oh. Wow. Aua. Come on, bam, 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 bam. Ja. Der hält schon ganz schön was aus. Aua, ich wollte doch ausweichen. Oh shit. Sorry, Randall. Looks like I was too late. He doesn't deserve to rot by the roadside. I'll speak to Quentin.
Ja, aber diese Ladezeiten, das ist wirklich Next Gen. Also das ist wirklich beeindruckend, wie schnell das geht. That'll be enough today. But how did the grocer know his daughter? Da muss die Grafik nicht geleckt bis zum Ende sein, sondern ja, das ist Next Gen. Ah, there you are. My man told me what happened. And? I can't help but notice you're alone. Damn it. I feared as much. He's not far from the south gate. I trust you'll do right by him. Of course. I'll send someone right away. I knew he was brave, though I didn't know he was reckless. Poor fool. And you've known him long? A while. I liked the fact that he didn't shy away from dangerous work, and he liked what I paid. Because it helped keep the hideaway afloat. I'll tell Sid what happened here. I expect he'll be none too pleased to learn of Randall's fate. And I suppose you're none too happy either. For your trouble. Auftrag abgeschlossen. Sorry again. You'll let me tell Sid what happened, won't you? Okay, so, dann können wir hierhin teleportieren. So, ja, das geht so schnell. Da habe ich kurz mal hier Trunks gestreichelt und mich kurz umgedreht und dann ist man schon da. Also das ist, wie gesagt, das ist... said his pack might have split while he was passing through the bales. I better keep my eyes open. Verlorener Vorrat. Looks like I'm in the right area. Gegenstände wollte ich angucken. Diese Vorräte, die von dem ungeschickten Kurier Glenn an das Versteck geliefert werden sollten, gingen unterwegs durch ein Loch in seiner Tasche verloren. Da habe ich hier so einen Frosch im Hals schon die ganze Zeit. Oh. X ist springen und aufheben, das ist beziehungsweise interagieren. Still no sign of Sid's letter though. We've come this far. Might as well ask around. A little overdressed to be picking grapes, aren't you? Are you here for Master Quentin? I'm looking for a letter someone dropped nearby, and I suppose you've seen it. Can't say I have, sorry. Well, if you do... Wait, I did pass a dog with something in its mouth a little while back. Could have been a piece of paper. No idea if it was your letter, but you never know. Which way did it go? Towards Lost Wing? Seemed well looked after to me. Dare say someone there's been feeding it. To the village then. Thank you. What would a dog, or anyone round here, want with a letter? There aren't many in Lost Wing who'd know how to read it. Wow, wow. Ich wollte nur gucken, ob man hier nochmal mit jemandem sprechen kann. Since Master Quentin took over, we've not lost a single vine to black rot or downy mold. Ah. Ja, springen und interagieren auf eine Taste zu legen ist ein bisschen unglücklich. Ich glaube, einzelne Tasten kann man hier gar nicht neu belegen. Müsste ich mal im Menü gucken. Typ A, Typ B, Typ C. Ah, hier gibt nur verschiedene
Obwohl, ich könnte ja trotzdem mal schauen. Moment. Ach so. Okay. Nee, ich glaube, das ist schon die beste Steuerungsart. Ich denke jetzt niemand mehr, mit dem wir reden können. Also gehe ich wieder hier hin. Back, are ya? Did Master Quentin summon ya? The shad's all salted and smoked. It seems we have our culprit. Sorry, boy. Someone's waiting for this. And he's waited long enough already. Hopefully this will keep our career out of trouble. Oh, du kleiner Hundi. Angesapperter Brief. Dieser Brief, der von dem ungeschickten Kurier Glenn in das Versteck gebracht werden sollte, ging unterwegs durch ein Loch in seiner Tasche verloren. Okay, na dann. Zurück zum Versteck. I heard Otto barking at his lot earlier. Wanted to send a message. Maybe I should just own up to what Owen said. Oh, there you are. I just got back to the hideaway and thankfully Otto hasn't seen me yet. I don't suppose you, Found the things you dropped. I did. I was so sure they'd be gone. And the letter? Only a little worse for wear. No more skulking about in the shadows for me then. And all thanks to you. Losing those supplies was one thing, but if Sid had found out about that letter... Is it about Cursebreaker business? If only. It's from his daughter. She's off studying in Canver, and her letters are all that keeps Sid sane while she's away. He never mentioned a daughter. Well, he's a busy man. And thanks to you, he won't be wasting his time smiting careless couriers with levin bolts. So I'd say you did us both a service. Here, for your troubles. If there's anything you're wanting from Sid, today's the day. He'll be sweet as honey once he gets his hands on this. Auftrag abgeschlossen. Sid hat also eine Tochter. Sid may be the hardest man I know, but when it comes to his daughter, he's soft as Chocobo down. You'll be champing at the bit to get this letter. So. Oh. Ich wollte zoomen. So, hier ist nichts mehr zu sehen an Nebenaufgaben. Dann gehen wir mal zu Sharon, Karen. So what god's-forsaken corner of the realm is Sid dragging you off to this time? Oriflamme. The Holy Capital. And what business would you lot have in... On second thoughts, I don't want to know. So, schwach. Brauche ich das? Nicht wirklich.
Was ist das? Hier habe ich alles. Alles klar. Speaking of Oriflamme, I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic. If you ask me, somewhat foul's brewing. And it ain't Tyre's borbile tea. Just go and see Otto, will you? All right. Ich muss aber trotzdem noch mal schauen, ob ich If you're gonna buy something, be quick noch about was... it. Nee, keine Wertgegenstände. So, dann reden wir mit Otto. Take a seat, Clive. So you're really going through with it? Sid's been talking about bringing down a mother crystal since I've known it. But that's all it's ever been. Talk. He's convinced it's the right thing to do. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again. This time, due south. Another war. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. That's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines, and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. This? Well, no, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send a Stolas in the morning. Let her know you're coming. We go way back. And she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but... who is this Dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute, the Vale. And she's quite a woman, if you know what I mean. A woman? Right. Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. Mhm. Die Kunde aus den Landen freigeschaltet. Okay. Die Kunde aus den Landen. Die Kunde aus den Landen ist jetzt bei Gott hier an der Messe verfügbar. In diesen Berichten der Fluchbrecher findest du Informationen über Aufträge in ganz Volistea. I suppose that's everything. Now to find Gav. The Dame goes by many titles, including some that would make you blush. But only a trusted few know her real name. Don't worry about finding her. As long as you've got that satchel, she'll find you. Oh, you're the new lad, aren't you? Goat at your service. Well, at the hideaway service anyway. Otto's put me in charge of reading through the reports sent in by our allies and picking out any problems that might warrant the attention of the curse breakers. Or any other willing volunteers. And there's no shortage of problems, I can tell you. Or maybe I don't have to. I'll warrant a strapping lad like you's got people begging him for help wherever you go. Anyway, if you're ever interested in taking a look over the list, just say the word. Reckon you could probably tick off the odd thing here and there. They say little acts of kindness are their own reward. But if that ain't enough, these have got proper bounties on them and all. Okay, irgendwas mit The Dame. Also, das ist jetzt die Mission. Ich sage das extra, weil ich ein Video angeschaut habe und es gibt eine Mission, da ist es ein Point of No Return, also da kann man dann nicht mehr zurück. Und bis zu dieser Mission muss ich alle Sammelsachen gefunden haben. Ich bin mir jetzt aber gar nicht sicher, was die Sammelsachen hier sind so richtig.
Und die Mission heißt ja jetzt anders, die ich habe, deswegen werde ich dann wahrscheinlich mal abspeichern und mir einen zweiten Speicher anlegen, damit ich hier nichts verpasse in dem Durchlauf. Ja, aber reden wir erstmal über ihn. Ich mache, was Otto mir sagt. Man könnte behaupten, ich bin sowas wie seine rechte Hand. Otto macht es einem nicht leicht, aber er ist nicht annähernd so streng, wie mein alter Meister es war. Halb zu Tode geprügelt hat er mich, bevor ich auf die Straße geworfen wurde. Dort hat Otto mich dann gefunden und unter seine Fittiche genommen. So wie ich es sehe, stehe ich in seiner Schuld, schließlich verdanke ich ihm mein Leben. Also helfe ich ihm bei der Buchhaltung und kümmere mich um die Berichte, die wir von Verbündeten aus der ganzen Welt bekommen. Wenn ich den Eindruck habe, dass jemand dringend unsere Hilfe braucht, mache ich einen Vermerk, damit ich den nächsten Freiwilligen direkt dorthin schicken kann. Also wie sieht's aus? Bist du mein nächster Freiwilliger? Otto würde es auf jeden Fall freuen. Das zeigt er vielleicht nicht, aber es ist wahr. Kunde aus den Landen. Aha, neue Nebenaufgaben sind das quasi. Neue Aufträge finden. Bei Gautiers Kunde aus dem Land finden sich nicht nur Aufträge in ganz Valisthea, von hier kann man auch direkt zum nächstgelegenen Obelisken reisen. Okay, naja, dann gehe ich... Was mache ich als erstes? Was steht hier? Herzlicher Empfang. Ja. Dann mache ich das einfach mal. Ah, you're Sid's man, if I'm not mistaken. Couldn't trouble you for some assistance, could I? That depends. What do you need? Some new bearers from Oriflamme just arrived, and it cost Master Quinton a pretty penny to convince their owner to part with them. Man must have been a bloody tyrant. I can't get a peep out of them, try as I might. They're probably terrified of you. You're probably right. Dare say it'd take a bearer like yourself to open them up. So, will you have a word with them? Help them settle in? Ich kann's versuchen. I can try. That'll do me. Tell them they're safe, and that if they need anything, they just have to ask. I'll let them know. Appreciate it. They're sitting over there, taking a long overdue breather, looks like. So you're the new arrivals. Is there anything I can get you? You're safe here. They don't punish people like us for speaking our minds. Truly. I'm hungry. My sister too, we're starving. Wait here. I'll fetch you something from the tavern. Thank you. I won't be long. You stay here and rest. Okay, so ein Guten ist hier gerade auf den Schreibtisch gesprungen, also falls ihr hier so ein Schnurren hört oder irgendwie etwas, was am Mikrofon bollert, dann ist das ein kleiner Son Guten. Hm. Mein Gott, da. Ja, was denn? Ja, du willst bloß schmusen, ne? Can I have another cup, Daddy? I'll have 2 plates of whatever you're serving. Sorry. We've enough mouths of our own to feed without tending to the wants of outsiders. It's not for me. It's for some new arrivals. Oh, my apologies. I didn't see the mark. So you're a comrade? Well, in that case, you may have whatever you require. Take all the bread and wine you want. That's really all it takes. One look at the innkeeper's mark. Of course it is. I do as Master Quinton commands, as do we all. And Master Quinton commands that none of his favoured guests be left wanting. Well, don't keep our new comrades waiting. Take what you need and see that they eat their fill. You'll find bread and wine on the counter. If you need more,
Just say the word. Jetzt muss ich so gut hier runterschmeißen. Weil er hier gegen das Mikrofon gebollert hat. So, Brot und Wein. So, wieder hier oben. So einen guten. Was ist denn mit dir? Ja, so ist das. Duftsäckchen haben wir ja gekriegt. Ein kleines Säckchen prall gefüllt mit einem aromatischen Potpourri aus Zitrusschalen, Blütenblättern und duftender Rinde. Eine Mischung, die laut Otto die Aufmerksamkeit der Madame auf sich ziehen wird. Brot und Wein. Gut, der will einfach... Ja, jetzt hast du aber richtig gegen das Mikrofon geschlagen. Dem Schwanz. Hä? Was ist denn mit dir? Mein Kleiner. Hör mal auf damit. Mein Schatzi. Sangoten ist nämlich nicht so einer, der auf den Schoß kommt. Das macht nur Trunks. Ja, sonst würde ich ja sagen, komm auf meinen Schoß und leg dich dahin, aber nee, macht er ja nicht. Ja. Brot und Wein, auch wenn der Leib altbacken und der Wein verwässert ist, wird diese Portion einen leeren Bauch füllen. Ja, in dieser Episode raddelt's und bollert's ganz schön im Mikrofon. Na gut. Aber das ist, das bekommt ihr einfach auch hier geboten bei meinen Let's Plays. Es sind halt eben, jedes Let's Play von mir ist ein Koop-Spiel, weil meine Kater mit dabei sind, die mich da unterstützen. Is this? Yeah. Bread and wine from the tavern. May we? Truly? Ein frisches Dübels. Dübels. Such plenty. Never in all my days. Brother, this place is like a dream. We sat and no one shouted. We ate and more was offered. I know. I can't believe it. You're free now. And the next time you're hungry, you need only ask to be fed. Thank you for everything. Thank you. Auftrag abgeschlossen. Sangoten will jetzt... Lass Trunks in Ruhe. Gillkäfer, hey. What happens to us now? Nothing bad, I promise. Not ever again. So. Gehen wir mal zu dem anderen Typen hier. Master Quinton will never forgive me if I don't save that crop. I want no trouble. Wait, that's... Oh, glory to Grieger. You were the hanged man. I took you for a rogue. If you're a friend of Master Quinton's, then perhaps you'll help me. His vineyard, Lostwing's pride and joy, has been beset by a plague of giant wasps. And you need someone to solve your pest problem. I do indeed. I've never seen them so far from the forest, nor so mean for that matter. I suppose the smell's got them worked up. And little wonder. This'll be the finest crop we've ever known if the fiends don't eat it first. I tried chasing them off myself, but they won't flee from the likes of me.
And if I don't bring those grapes in for pressing soon, Master Quinton will have my guts for garters. You look like you can handle that blade of yours. Will you put it to use for a comrade in need? Please, rid us of these wasps so I can be about my business. Right. I'll see to it. Oh, thank you. You'll find them over at Gotan's Bales on the edge of town. And hurry, Lostwing needs those grapes. Scheiß Wespen. Good luck with those wasps. Make for Gotan's Bales on the edge of town and you'll find them soon enough. Alright. Jetzt hat sie wieder diese... Must be the vineyard. A few wasps shouldn't give me too much trouble. Das muss der Weinberg sein, der Ort, den du quasi schon 7-mal gesehen hast während der Story. Nee, wieder diesen Loot hier hingehauen und jedes Mal rennt man wieder hin, obwohl es doch nur 2 Gil sind. Da habe ich jetzt auch Artikel gelesen, dass es halt total der sinnlose Loot ist. So. Looks like that was the last of them. I better let Quinton's man know. So macht man das. Ja, dass dieser Loot, der hier rumliegt, halt so 2 Gil und ein Reißzahn und so ein Scheiß. Ja. Aber auf Reddit hat einer erklärt, also auf Reddit war so ein Meme-Bild, halt, weil das lustig ist. Da hat halt einer erklärt, naja, das ist ja einfach nur Ramsch, der halt runterfällt und für den sich niemand nochmal bücken würde oder den halt irgendjemand aus seiner Tasche verlegt, weil es halt wirklich nur ein kleiner Ramsch ist. Und ja, diese Erklärung ergibt Sinn. Weil wenn man jetzt einfach 2 Cent oder so verliert oder meinetwegen 20 Cent, das merkt man ja nicht gleich, wenn man das einfach nur so lose einstecken hatte vielleicht. Und irgendwie freut man sich ja doch, wenn man dann hinrennt und was bekommt, egal was es ist. Those wasps won't be interfering with your harvest anymore. Oh, thank you. Master Quinton would have had my head if I'd lost the crop. I'd say you've earned a reward. Our Gotan Rouge fetches a handsome price among the rich and powerful of the realm. We use that money to keep our comrades fed and imperial wolves from our door. The vineyards were Master Quinton's idea. He wanted to give bearers a place to work, a place where they'd be safe. Well, he certainly seems to have done that here. I'm glad I could help. I'll see that he hears of your kindness. And once this vintage is ripe for drinking, there'll be a glass or 2 raised in your honor. Auftrag abgeschlossen. Weg mit dem Wespen. Thanks again. Finally I can harvest those grapes. And with the weather we've had, this year's will be a magnificent vintage for sure. Der hat mir jetzt eine Flasche Wein gegeben, ja, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder auch nicht. Keine Ahnung. Nun gut, dann können wir ja auf die Weltkarte gehen und da ist ja... Hier ist noch was. Marthas Rast.
It's true. Burned to the ground. The whole village. Imperial scum. If there was any justice in this world, they would swing. Ja, jetzt gibt's ja auch neue Dialoge. There's one missing. Nee, das gab's schon mal. I hear they were hiding branded that didn't belong to them. Well, that's just thievery. Sounds like they got what they deserved. Hm. The slumbering chocobo. Welcome to the Brotherhood. You're free to come and go as you. Okay, das hat er schon mal gesagt. Du bist der. Don't you worry about them boards. I use good solid lumber. It's the base on the other side you want to be careful of. Jetzt habe ich so eine Schwelle überschritten, wo ich quasi mein Schwert ziehen kann. Jetzt kann ich quasi hier die attackieren. Hier, wie die Sonne scheint. Mensch, herrlich. You ain't pulled that sword from its scabbard in days. Come on, come inside. Make sure you're aiming that at the fish there, son. Don't be shy. Fresh cuts, fresh cuts. Get your fresh cuts. Ja, ich denke, das sind alles Dialoge, die wir schon gehört haben. Deswegen können wir hier hingehen und mit ihr sprechen. I've seen your face before. You're a friend of Martha's. Help us, I beg you. Help you with what? Bandits in the Golden Stables. They're waving their swords around. I think they're gonna kill someone. When I saw what was happening, I slipped out the back. I should have stayed, but oh, please help them. Ich kümmere mich darum. Die Banditen erledigen, schutzlos ausgeliefert. All right. I'll see to your problem. Thank you. How many were there? I was out of the door too fast to count. They looked a nasty bunch, though. Be careful in there, all right? Okay. They can't get away with this. If people start thinking Martha's gone soft, every bandit in Rosaria will think we're fair game. Mhm. Ha! Golden Stables my ass. All Martha's hiding back here is coppers. Oh, that's a fine sword, friend. Heavy though, I expect. What say we relieve you of it? Get him, lads. I want that blade. Haha. Banditen bezwungen. Stufe erhöht. 24. I'll be keeping my blade, thank you. There he is, the hero of the Golden Stables. People will think twice about pushing us around again, thanks to you. We're lucky you were nearby. No good cowards wouldn't have dared set foot in the place if I'd been here, of course. But you weren't. I thought you told me you had someone watching the place. The Blood Axes keep an eye on the tavern, yeah. When they're not busy keeping the peace, that is. I've spread them as thin as they'll go. The Empire might be in charge, but that don't mean they care to keep us safe. If it weren't for the Blood Axes and me, merchants won't come near these lands for fear of what might happen to them. I see. Then you do Rosaria a great service. Just as you did today. You're a useful man to have around. Here.
And there'll be a mug of something tasty waiting for you whenever you next stop by. Right, we've got work to do for to make this place presentable. You best be going before I arm you with a mop. Auftrag abgeschlossen. Schlüssel ist ausgeliefert. There he is. Man of the hour. You're the one who saw off the bandits, aren't you? Martha was singing your praises. Takes a brave man to march into danger out of the goodness of his heart. You have my respect. A Rosarian salute. Oh, what is it they say? Old habits die hard. I trust you won't be reporting me to the Viceroy. If we'd had a few more like you about, perhaps the Rosfields might still... Listen to me rambling on. Thank you again, and, take care of yourself. Okay. It's just a shame I didn't get here sooner. It would have been an honor to see you fight. We could make a fortune selling our swords out in the east, you know. Yeah, maybe even enough to pay for our coffins to be shipped back home. Ich gehe noch mal rein. Zeigt mir auch gleich so einen Dialogteil an. Tja, hier ist... Bastards make me spill my drink. What's the world coming to? The free entertainment wasn't so bad, though. People would pay good coin to watch a show like that. Most people wouldn't trust a bearer, but Martha, oh, she knows how to pick her friends all right. I won't lie. I thought we were done for until you arrived. Bearers do have their uses, eh? Them ne'er-do-wells were no match for you, eh? Ah, jetzt kann ich mit dir richtig reden. Nochmal über gewisse Sachen. Aber ich wollte nochmal hochgucken gehen, bevor ich das mache. Aber hier ist nichts. Ich kann nicht runterspringen. Muss ich die Treppe wieder nehmen. Über Martha. Das goldene Federbett habe ich von meiner Mutter übernommen. Reich werde ich damit nicht, aber das Leben als Wirtin hat auch seine Vorzüge. Zum Beispiel tun die Leute hier, was ich ihnen sage, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Wenn ich von den Gästen verlangen würde, sie sollen ihre Träger besser behandeln, würden mich die Männer von der Garnison wahrscheinlich spätestens bei Dämmerung holen kommen. Darum sehe ich zu, dass meine Nebentätigkeit unentdeckt bleibt. Nur Leute, die ohnehin schon zu tief mit der Sache stecken, mit in der Sache stecken, sind eingeweiht. Sid, die Blutbeile, der Abt und sein Orden. Du natürlich auch, also pass auf, wenn du etwas erzählst, ist das klar? Über Marthas Rast. Ziemlich buntes Treiben hier an der Rast, oder? Es ist noch gar nicht so lange her, da waren alle Betten im Gasthaus belegt, aber bei allem, was seitdem passiert ist, kommt es mir trotzdem vor wie eine Ewigkeit. Auf dem Weg hierher ist dir doch der Aquädukt aufgefallen, oder? Die Handwerker, die daran gearbeitet haben, haben allesamt hier übernachtet. Natürlich wurde er nie fertiggestellt. Als die Kaiserlichen einmarschiert sind, wurde der Bau abgebrochen und die ganzen Steinmetze saßen auf einmal ohne Arbeit und Geld hier fest. Kräftig waren sie und Erfahrung im Schwingen von schwerem Gerät hatten sie auch, also habe ich ihnen Waffen statt Werkzeuge in die Hände gedrückt und sie angehört, um die Rast zu beschützen. Auch wenn lange nicht mehr so viele Menschen kommen wie früher, so sorgen meine Blutbeile dafür, dass das hier ein sicherer Ort ist, wo man sich von den Strapazen einer gefährlichen Reise ausruhen kann. Über den Angriff auf Eastpool. Ich verstehe nicht, wie diese Mistkerle, die das getan haben, mit der Schuld leben können. Die Leute von Eastpool waren die gütigsten Menschen weit und breit. Sie wollten nur in Frieden leben und haben niemandem ein Leid angetan. Nein, sie haben geholfen, wo sie nur konnten. Genau deshalb war das Dorf den Kaiserlichen wohl ein Dorn im Auge, also brannten sie es nieder. Weil sie Lord Elwins Erbe am Leben hielten, obwohl Annabella wollte, dass alle ihn und das alte Herzogtum vergessen. Aber ich werde weder vergessen noch vergeben. Tja. Können wir zurück ins Versteck gehen. Und uns auf die nächste Mission vorbereiten. Ich werde erstmal jetzt zu ihr gehen.
Look what the girl dragged in. Go on then. Nochmal alles verkaufen, was ich habe. Finished, are you? Was nicht viel ist. Und ich werde nochmal zum... Otto barking at his lot earlier. Happy. What do you suppose it could be? Ich werde nochmal zu Harpokrates gehen. Aber du hast jetzt... Here you go. Seen enough? Very well. Learn your letters. So. Have you come for a tale? Ja. Schauen, ob ich was Neues freigeschalten habe. Ja, offensichtlich schon. Nur ein bisschen. If you have a question for me, I should be happy to answer it. Gott hier, Ottos treuer Helfer, der ihn bei der Buchhaltung unterstützt. Darüber hinaus entlastet er den Verwalter beim Lesen und Sortieren der unzähligen Berichte, die das Versteck täglich erreichen, und sorgt dafür, dass jene in Not rechtzeitig Beistand erhalten. In einer Schenke in Oriflamme wurde der einzige Trägersklave regelmäßig von seinem Besitzer blutig geschlagen. Als er abermals zur Strafe für einen kleinen Fehler ausgepeitscht und vollkommen in Kräfte auf die Straße geworfen wurde, las Otto ihn glücklicherweise auf und brachte ihn ins Versteck. Die Madame, eine Verbündete Sitz in der Grenzstadt Nordstedt. Nach der sambreckischen Niederlage gegen Valut auf der Belenushöhe informierte sie das Versteck über den Abzug der kaiserlichen Armee aus Oriflamme. Clive soll sie aufsuchen, um sich von ihr über die Grenze ins Herz des Heiligen Kaiserreichs schmuggeln zu lassen. Okay. The door to the shelves shall ever be open. Dann würde ich sagen, gehe ich mal zu Gav. Und diese Mission, die dann kommt, die werden wir aber erst in der nächsten Episode erleben. Bis dahin, ciao!